In der letzten Folge hatten wir unsere erste große Herausforderung. Duschen unterwegs, direkt im Camper, mitten auf Tour. Danach mussten wir noch Wasser auffüllen, bevor wir uns auf die endlosen langen Straßen ohne Internet begaben. Doch das Navi führt uns in die Irre und wir verfuhren uns mehrfach auf dem Weg zum Lebenshof. Keinerlei, gar kein Empfang. Da steht nur SOS. Schafft er das? Ja, aber kann nicht richtig sein. Wie schaffen wir das wieder hoch? Gerade lief da so ein Einheimischer mit 2 Hunden, versucht irgendwie zu verständigen. Bock, Bock. Angekommen auf dem Lebenshof wurden wir von allen Hunden herzlich begrüßt und bekamen eine Tour über das Gelände. Wir lernten Schweine kennen, Katzen, die trotz schwerer Krankheit gerettet wurden, Hühner, die vor dem Schlachten bewahrt werden konnten, Enten, die dem Müll entkommen sind und hörten viele weitere ergreifende Geschichten von Tieren, die hier in Ruhe leben dürfen. Besonders berührt hat mich die Geschichte von einer alten Korkeiche auf dem Gelände, ein Baum, der so viel über die Natur und die Verbindung zu diesem Ort erzählt. Am nächsten Tag gab es dann einen wahren Luxus. Doch bevor es nach Lissabon ging, gab es noch einen besonderen Abschied. Die süßen Schweinchen kamen nochmal Hallo sagen. Endlich angekommen in Lissabon, yay! Gerade erstmal durch den Verkehr gekämpft. Wir haben die Nina jetzt ja noch mitgenommen gehabt. 1,5 Stunden oder so haben wir uns noch richtig nett unterhalten, richtig schöne Gespräche geführt. Sie hat uns auch diesen Parkplatz hier gezeigt. Wir stehen jetzt so 15 Minuten weg und nehmen uns dann Uber oder so, weil der soll wohl recht günstig hier sein. Und das ist ja Horror, hier zu fahren mit Auto. Ich kann euch den Parkplatz mal zeigen. So sieht das gerade aus. Und ich muss mich jetzt erstmal fertig machen, weil so will ich nicht in die Stadt. Ich bin nämlich jetzt auch auf Mission. Ich bin auf der Suche nach einer Nischenparfümerie, um einen kleinen Nischenduft zu kaufen. Das setzt mich vor eine schwere Aufgabe, aber das schaffe ich, den perfekten Duft zu finden als Mitbringsel. Und ja, ich hoffe, ich werde fündig. Kann man so Lissabon Innenstadt? Übrigens, darüber reden wir mal nicht jetzt. Die ganzen Bänder sind abgerissen und das oben lässt sich nicht mehr zumachen. Ja, ich habe ja eigentlich direkt gesagt, ich würde da gerne ein Magnet drin haben, aber ja, nach der Tour kommt jetzt hoffentlich einer rein. Jetzt auf die andere Seite, sonst kann ich nicht sehen. Die Erneuerung habt ihr noch gar nicht gesehen. Ein Mückennetz, was meine Mutter befestigt hat. Ja, hat auch gut geholfen, weil gestern war keine einzige Mücke zu finden. Ja. Ich habe mich doch noch mal umgezogen, weil, ja, einfach damit ich noch mal irgendwann was anderes hier anziehe. Just for your information, in Lissabon habe ich größtenteils mit meinem Handy gefilmt, weil mir das mit der großen Kamera einfach etwas zu creepy war. ¿Cómo es que te dice a vos? ¿Indicaciones? Bueno, indicaciones.
Ich bin fündig geworden in einer Nischenparfümerie und ob ich was gefunden habe, das werdet ihr im späteren Verlauf des Vlogs sehen. Der Aufzug wurde 1900 bis 1902 erbaut und verbindet zwei Stadtteile miteinander. Warten. So, wir warten jetzt gerade auf den Uber, der fährt uns zurück. Uberpad, damit Möni mit darf, wusste ich vorhin nicht, dass man extra Uberpad auswählen muss. Und dann zeige ich euch meine Ausbeute. Ich war nämlich in einem Second-Hand-Laden und habe was richtig Nices gefunden. Und in der Nischenparfümerie war ich auch. Und was ich da gefunden habe, zeige ich euch ebenfalls gleich. We made it zu unserem Auto. Es war ein kleiner Kampf. Mein Akku ging nämlich leer und ja, es war gerade, ich hatte 1%, konnte es noch gerade bestätigen. Ja, dann kam der mit übelster Verspätung. Es sollte irgendwie 11 Minuten dauern. Ich glaube, wir saßen eine Stunde. Dann hatten wir einen zweiten bestellt und dann gerade kam der. Aber naja, ich zeige euch jetzt mal meine Ausbeute. Beziehungsweise bestelle ich mir ganz schnell was zu essen hier hin. Mit Uber Eats. Madeira Throwback 2.0. Und dann zeige ich euch die Sachen. Ja. Essen ist schon mal bestellt. Ich freue mich riesig, weil ich habe so einen Kohldampf. Gerade in der Stadt hatte ich irgendwie noch nicht so einen Hunger. Okay, also in der Nischenparfümerie habe ich 3 Proben bekommen. Ich habe gesagt, ich brauche ein Special Parfüm. Das darf nicht irgendwas sein. Ich brauche das Special Parfüm. Dann habe ich einige gerochen. Und bei dem ersten, was sie mir gezeigt hat, bin ich direkt hängen geblieben. Ich zeige euch kurz die Pröbchen. Das war einmal das hier von Maison Francis Cour du Jean. Apon. Das riecht durch die Verpackung schon mal sehr lecker. Aber ist jetzt auch nicht mein Favorite. Von der Firma ist auch Baccarat Rouge, falls ihr den kennt. Der ist ja überhyped, der Duft. Dann haben wir hier von Frédéric Malle Hope. Von Frédéric Malle habe ich auch einen namens Portrait of a Lady und Lipstick Rose. Und Lipstick Rose, wenn ihr mal die Chance habt, riecht da mal dran. Das riecht wirklich nach so einem alten Vintage-Lippenstift. Oh. Es ist ein Fehler, an diesen Pröbchen zu riechen, ich sag's euch. Ganz schnell weg damit. Und dann haben wir hier Eau de Salion von Maison Crivelli. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Rieche ich auch mal dran. Auch sehr lecker. Sehr edel irgendwie. Und dann ist hier das Parfüm, für das ich mich entschieden habe. Es ist ein Hibiscus Mahajat. Ich wünschte, ich könnte euch diesen Duft beschreiben. Da ist Vanille drin, Zimt drin, Spearmint. Das riecht sehr fruchtig, aber es hat auch eine sehr tiefe Tiefe. Also es ist ein wirklich sehr interessanter Duft. Den hat die mir tatsächlich als erstes gezeigt, aber ich rieche natürlich mich dann noch ein bisschen durch. Und der ist mir die ganze Zeit im Kopf geblieben. Ich habe die ganze Zeit wieder zu dem Stäbchen gegriffen und gerochen. Und hoffe, dass ich damit eine gute Wahl getroffen habe. Ja.
riecht. Wie findet ihr den? Aber ja, das ist ein Extra de Parfum. Das heißt, der hält übelst lange, glaube ich. Ja. Also kein Eau de Parfum, sondern ein Extra de Parfum. Ja, that's it. Jetzt zeige ich euch noch, was ich mir geholt habe. Dann war ich noch in einem Second-Hand-Laden. Die Preise da waren aber extrem. Also es waren keine irgendwie normalen Second-Hand-Preise, habe ich das Gefühl. Ich habe hier immer wieder ein Mitbringsel. Und zwar diese Jacke. So eine Art College-Jacke. Steht Murderer drauf. Und so ein paar Sterne. Hier hinten ist ein riesen Skorpion drauf. Yes, das ist die erste Jacke. Und diese hier habe ich mir geholt. Eigentlich ist es gar nicht so mein Style, muss ich sagen. Aber ich fand die irgendwie outstanding. Die hat nicht jeder, exklusiv aus Japan, wurde mir gesagt. Ich kenne diese Jacken. Ich weiß jetzt nicht, ob das diese Firma ist. Ich glaube, es ist diese Firma nicht, die ich meine. Aber ich fand die irgendwie so geil. Wegen dieser Musterung auch. Die Farbe mag ich auch sehr. Passt jetzt nicht zum Oberteil. Von hinten halt auch übelst geil. Mit so einem Mond, Kirschblütenblätter. Fand ich, sah irgendwie sehr besonders aus. Ich glaube, damit rennt nicht jeder rum. Ihr könnt ja mal den Preis in den Kommentaren raten. Ich verrate es euch nicht. That was it. Ich warte jetzt auf mein Essen, schnabuliere das weg. Und dann müssen wir noch tanken gehen. Und es sind tatsächlich nur noch 3 Stunden bis nach Faro. Vielleicht fahren wir noch da, ne, ich glaube nicht dahin, aber auf jeden Fall Richtung dort. Endlich ans Meer. Wobei jetzt sind wir auch gerade am Meer, aber ne, endlich mal schwimmen. Taste Test Veggie Burger. Ich bin gespannt, wie er schmeckt. Ist ganz okay, aber ich habe auch schon mal geilere gegessen. Aber dafür sind die Cheese Fries richtig lecker. Ja. Und eine geile, erfrischende Fanta. Guten. Mal wieder ein bisschen beitanken auf den letzten Kilometern. Gasoleo Simples. Für 1,68. Wir haben eigentlich schon hier Sprit für 1,27 gesehen, aber da war gerade leider schon der Tank voll. Ja. Naja, sind auch Tankstellenpreise. Irgendwie ist es so, dass kaum jemand, das ist irgendwie seit Belgien, ist kaum jemand nachts unterwegs. Sie fahren mal 1, 2 Autos, aber das war es auch irgendwie schon. Wisst ihr übrigens, was richtig mies ist? Wir haben in Spanien so ein Gebäude gesehen und ich sagte so zu meiner Mutter,
guck mal, ich sehe das Kolosseum, ne, so Spaß. Und das war, glaube ich, for real so eine Stierkampfarena. Und heute hier in Portugal sind wir wieder an sowas vorbeigefahren. Und da sagte die Nina, dass das tatsächlich auch so eine Stierkampfarena ist. Warum existiert sowas noch in 2024, Leute? I don't understand. Don't understand. Und die Portugiesen irgendwie halten sich da wohl ein bisschen so für was Besseres als die Spanier, weil die ihre Bullen danach nicht töten. Und die Spanier töten die ja danach. Das ist beides scheiße. Ihr müsst euch wirklich mal reinziehen, ne? Menschen machen das mit Tieren für ihre eigene Belustigung, um entertained zu werden. Ist das nicht krank irgendwie? Deswegen müssen diese Tiere leiden. Das ist irgendwie grausam. Und noch eine krasse Sache. Wir halten ja immer wieder an hier, um auf Toilette zu gehen. Alle Toiletten sind for free und alle Toiletten sehen blitzeblank aus. Und Hauptsache in Deutschland immer, wie hießen die nochmal? Scheiße, ich hab's vergessen. Sanifair-Anlagen. Schön noch mit diesen Wertgutscheindingern, die keiner benutzt. Benutzt ihr die? Bei mir fliegen die immer jahrelang irgendwo rum. Ja. Schreibt meiner Mutter mal schön alle in die Kommentare, dass die das verdammte Rauchen aufhören soll. Ich habe übrigens gar nicht gesagt, was unser nächster Plan ist, oder? Unser nächster Plan ist, nach Albufeira zu fahren. Und da sind wir ganz nah. Ja, da ist die Algarve, ne? Albufeira ist die Algarve oder ist Algarve nochmal ein extra Ort? Ja, das ist schon die Algarve. Das ist Algarve, ne? Da fahren wir jetzt hin, haben schon was bei Park 4 Night rausgesucht. Sind jetzt nur noch 38 Minuten. Ich habe mir wirklich gedacht, schaffen wir das noch mit der Algarve und so? Aber hat jetzt irgendwie zeitlich doch alles sehr gut geklappt tatsächlich. Ja, freue ich mich sehr, weil die Algarve hätte ich schon sehr gerne noch mitgenommen und wird jetzt auch mitgenommen.
Leute, ja, ich befinde mich gerade im Camper. Meine Mutter ist noch am Strand, weil, ja, ich war ganz kurz so mit den Beinen im Meer, weil es ist schon recht kühl, würde ich mal sagen. Und die Strömung war extrem stark, deswegen habe ich mich nicht ganz so weit reingetraut. Wir befinden uns gerade in Praia do Inatel, am Ende der Welt. Ja, Praia do Inatel in Albufeira. Ich blende euch das mal ein, das ist wirklich komplett am Ende der Welt. An der Algarve. Und das ist bestimmt nicht so easy zu finden an der Algarve, aber ich wäre gern lieber irgendwo, wo es ein bisschen ruhiger wäre, ein bisschen weniger Menschen. Ja, es war traumhaft schön, aber ich glaube, es gibt auch noch schönere Ecken hier in der Gegend, ohne undankbar wirken zu wollen. Ich finde irgendwie immer, wenn man sich so über einen Strand beschwert, kann sich das direkt so undankbar anhören, aber es gibt einfach schönere Strände auf der Welt und es gibt Strände, die sind nicht so wunderschön. Ist einfach so, kann ich doch auch nichts für. Ich mache jetzt hier ein bisschen meinen Speicher frei am Handy, der ist immer voll. Wollte mir noch ein bisschen was zu essen machen. Ich bin auch gerade froh, einfach mal hier drin zu chillen. Und ich wirklich, ich liebe es einfach, auch rumzufahren, mir neue Ecken anzuschauen. Und also ich glaube, ich kann schon sehr speziell sein, dass ich sage, nee, hier will ich nicht sein, da will ich auch nicht sein. Weil mir muss das so auf den ersten Blick so direkt gefallen. Und dann weiß ich, okay, ich möchte da bleiben. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Es ist ultra warm draußen. Ich muss mal kurz hier refreshen, Möni auch. Ich kann mich übrigens gar nicht mehr erinnern. Habe ich jetzt noch was zu Lissabon gesagt, wie ich Lissabon letztendlich fand? Ich fand, das war eine wunderschöne Stadt. Traumhafte Gebäude. Sehr, sehr, sehr lebendig die Stadt. An jeder Ecke ist was los. Kann auch ein bisschen überfordernd sein. Vor allem, ich liebe es ja eher in der Natur unterwegs zu sein, ohne so viele Menschen. Aber ja, muss man auf jeden Fall mal gesehen haben. Also wirklich. Und ich würde auf jeden Fall irgendwann gerne nochmal wieder hin. Ja. Es ist ultra nervig mit den ganzen Bussen hier. Diese Hop-on, Hop-off-Dinger, City-Touren. Ja, also es ist wirklich schon sehr viel Tourismus, aber es ist die Algarve, ne? Also was will man erwarten? Ich überlege übrigens noch die ganze Zeit, ob ich mir hier ein Tattoo stechen lasse, beziehungsweise ich habe eins in Barcelona angefragt, weil wir eventuell da auch noch rumfahren. Also auf dem Rückweg, dass wir so in Spanien die Küste hochfahren. Ich habe einfach mal aus Spaß jemanden angeschrieben. Ich lag gestern so lange noch im Bett, abends 3 oder 4 Uhr und habe gedacht, was kann ich mir hier tätowieren lassen? Mein Campervan ist ein bisschen boring. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich sehe auch gerade, ich habe 4 neue Nachrichten von dem Tätowierer. Ich glaube, das sind mehrere. Ja, ich bin mir unsicher, ob ich es wirklich machen soll, aber es ist eine richtig, richtig schöne Idee. Und ich habe mir mal irgendwann gesagt, dass ich gerne überall, wo ich bin, mir ein Tattoo machen lassen würde. Also verschiedene Länder und so weiter. Das ist eigentlich beibehalten, ne? Aber mal schauen. Das kommt da raus. Geil.
Hier fahren wir gerade auf einer Straße, die durchs Meer führt, von Faro zu Praia de Faro. Vor Ort hat es mir nicht ganz so gut gefallen, was ihr gleich hören werdet. Wenn ich mir die Location jetzt aber nochmal im Nachhinein auf Karten anschaue, denke ich mir, ganz weit hinten hätte es vielleicht doch ganz schön werden können. Jedoch werdet ihr nächste Woche sehen, wo wir dann nicht weit weg von Faro hingefahren sind, von so einem Stellplatz, und dort war es atemberaubend schön. Direkt hier neben ist übrigens auch der Faro Flughafen, sieht man jetzt nicht, aber ist ganz nah direkt daneben. Ich bin so müde auf einmal. Boah, wir sind jetzt in Faro angekommen und wir hätten so eine Schotterpiste fahren müssen. Die habt ihr vermutlich in irgendeiner der Sequenzen vorher gesehen. Und ich habe damit auch gar kein Thema. Aber meine Mutter sagte, Sophia, du hast kein Offroad-Camper-Auto. Apropos Offroad, ich will mir unbedingt neue Reifen zulegen. Also wo man so Offroad kein Problem haben muss. Also was heißt Offroad? Mit diesem riesen Teil Offroad fahren ist vermutlich eh schwer, aber auf jeden Fall bessere Reifen. Jedenfalls hat man ja an der Strecke gestern gesehen, dass mein Auto das locker schafft und die Piste vorhin, die war nicht schlimmer. Und da ist halt, wenn man dann alleine unterwegs ist, kann man halt einfach fahren und muss auf niemanden hören. Ja, naja. Hier stehe ich jetzt gerade. Ich will jetzt gleich mal aussteigen. Rainy kann es auch schon nicht abwarten. Da steht erstmal dick und fett Hunde verboten. Und das ist auch irgendwie so ein Strand gemacht für Touristen. Ich glaube, wir fahren erstmal ein Stückchen noch weiter. Ich hasse es. Man ist ja einfach Tourist, wenn man sich Länder angucken geht. Aber weiß ich nicht. Es gibt so eine Art Touristen und es gibt so eine Art Touristen. Ups. Hier ist es auch schön. Wo man hier hin darf. Oh, ich glaube nicht. Schnell weg. Rainy, komm schnell. Komm. Übrigens, kennt ihr diesen Maddie McCain-Fall? Das war eine Stadt vorher, wo wir gerade waren, ungefähr 60 Kilometer weg, wo das kleine Mädchen verschwunden ist. Fand ich irgendwie auf einmal so richtig creepy und bedrückend irgendwie. Ich habe mir den Fall immer mal wieder so angeguckt, immer wieder ins Gedächtnis gerufen. Wo habe ich denn das letzte Mal geguckt? Da hatten die so eine ganze Serie daraus gemacht. Ich glaube Netflix oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist schon echt bedrückend, ne? Da fragt man sich schon wieder mal, in was für einer Welt man lebt. Ja. Das ist krass. Einerseits denkt man sich so, wie können die Eltern das Kind alleine im Zimmer lassen? Andererseits denkst du dir, warum musst du den Eltern die Schuld geben und nicht demjenigen, der dem Kind das angetan hat, dass man sagt, warum kann man sein Kind nicht mal alleine lassen? Gut, man hat auch eine Aufsichtspflicht und so, ne? Aber man denkt sich ja irgendwie direkt, wenn man nebenan ist, dass nichts passiert. Also, ne, du machst einen Fehler und wirst so hardcore bestraft. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ja, ne? Ich habe kein Kind, ich kann dazu nichts sagen, aber Müni ist wie mein Kind und ich denke mir da schon, ey, ich mag das gar nicht, den alleine zu lassen. Ich gucke immer, dass der mitkommt überall hin, soweit es möglich ist. Aber ja, ein Hund, ein Tier ist ja nochmal was anderes als ein Kind. Wobei Müni wirklich mein Kind ist. Worüber ich vorhin auch nochmal nachgedacht habe während der Autofahrt, ist, dass irgendwie in so einem Vlog, ich mag gar nicht so viel Negatives erzählen, weil ich mir denke, ich würde gerne euch so ein bisschen auch zum Träumen bringen mit den Vlogs, das Schöne einfangen. Und klar, das Nicht-Schöne gehört auch mit zum Leben, aber ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen noch von ASMR, weil ich mir da auch immer denke, ich will nicht so viel über negative Sachen reden, weil man sich ja entspannen soll, die Gedanken sollen abschweifen und ja, man soll dann nicht ans Negative denken, wisst ihr, was ich meine? Oft, wenn mal irgendwas Blödes oder Negatives im Tag passiert, dann hält man ja auch nicht drauf. Man hält ja auch nur bei den schönen Sachen drauf und da denke ich mir momentan, soll ich auch öfter mal draufhalten, wenn was Negatives passiert ist? Ich weiß es noch nicht.
wir stehen hier gerade in so einem Hafen und waren gerade, weil hier ist direkt ein Campingplatz, waren fragen, ob die noch was frei haben. Aber irgendwie hat mir das nicht so gefallen. Also die hatten noch einen Platz frei, wir haben uns den ja angeguckt, ihr habt es gesehen. Aber es ist mir irgendwie zu nah aneinander. Und da habe ich nicht so Lust drauf, dann lieber da an der Straße stehen. Das sah auch ganz gut aus, glaube ich. Ja, ich habe gefragt, ob man denn die Duschen benutzen darf, wenn man bezahlt. Darf man leider nicht, ist nur für Camper. Aber ist okay, wir haben ja auch unsere eigene, ne? Wir stehen jetzt da an der Straße, direkt am Meer. Das ist auch ganz schön so, ne? Da irgendwo stehen wir. Ja, ist halt ein bisschen sicherer, wenn man weiß, das Auto steht auf so einem safen Platz. Aber ist jetzt halt so. Weil das war mir wirklich zu eng. Ihr habt es ja gesehen. 2 Minuten später, guck mal, was ich da gespottet habe. Komm. Bitte? Du stehst auf der Kante mit dem einen Reifen. So, ich muss jetzt erstmal die Taschenlampe aus dem Kofferraum holen, weil mein blödes Mikrofon, das ist letztens schon einmal kaputt gegangen, weil die Schraube irgendwie nicht hält, keine Ahnung. Die ist mir irgendwo auf dem Weg rausgefallen, weil da das Mikrofon abgebrochen ist. Ja, und jetzt versuche ich die Schraube zu suchen. Mit meiner Taschenlampe. $20.000 Blumen-Taschenlampe. Gasta em uma maneira. Olha, as magnitudes do seu andar com ela, andar para a frente e para trás. Imagina, estamos em Die Frage, wo du eingeparkt, wo du einstehst. Vor der Mülltonne. Also vor der nicht vorhandenen. Noch ein Stückchen weiter, glaube ich. Das ist unmöglich.